Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, wir sind tatsächlich schon bei King's Quest 6. Das mag man gar nicht glauben. Ich habe aber noch eine Sache, oder was heißt, insgesamt 3 Sachen sogar, die ich zu King's Quest 5 noch sagen muss. Das mache ich eben noch, bevor wir dann gleich zu 6 kommen. Ich mache jetzt so noch 1-2 Minuten Vorwort und dann geht es auch gleich los mit dem Intro. Keine Panik. Also, ich habe bei King's Quest 5 einmal Blödsinn erzählt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, hey, der Venom redet nur einmal Blödsinn. Da stimmt was nicht. Also, von Mordag zu Manahan. Mordag ist der Bruder von Manahan, ist, glaube ich, aber der jüngere Bruder. Da, glaube ich, soweit war ich ja nicht ganz so. Dann haben wir in der Wüste, wo wir den Stiefel gefunden haben wir nicht auf den Wanderer geachtet. Habe ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich wusste den Gag auch nicht. Der Wanderer, der da liegt, das ist der aus Anführungszeichen King's Quest 0. Das, was wir dieses Text-Adventure, was wir gemacht haben, das ist der Wanderer, der liegt da in King's Quest 5. Und, was mir einer gesagt hat, ich weiß nicht, warum ich das erwähnen soll, aber ich mache das mal. Es gibt in Tony Hawk Pro Skater 5 gibt es auch King Graham. Ja, habe ich jetzt erwähnt. Werde ich höchstwahrscheinlich nicht zeigen. Ich glaube, der 5. war, glaube ich, auch so ein buggiges Mess, glaube ich. Wenn ich das noch richtig weiß, ne? Das war, glaube ich, so. Ja, nicht wahnsinnig gut. So, King's Quest 6 habe ich ja gesagt, einen Complete Run und einen, wie soll man sagen, Easy Run. Ich weiß noch nicht, wie ich genau nenne. Die ganzen Leute wollen erst den Complete Run sehen. Ich bin ganz ehrlich, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen sinnfrei, weil dann seht ihr nämlich das Perfect-Ende und dann seht ihr das Schwachsinnsende. Eigentlich andersrum macht es mehr Sinn. Dauert aber, bis man sich entscheiden kann, habe ich mir aber notiert, ab wann das kommt. Müsste so da 3/4, also wenn wir so bei 75% sind, da ist dann so ungefähr die Entscheidung. Das heißt, gucken wir mal. Und wieder ich nenne es mal einfach, das faule Ende habe ich nie gehabt. Also ich bin mal gespannt, wie schlimm das dann wirklich ist. Weil es gibt unterschiedliche Quests, die kann man lösen und dann ändert sich sozusagen die Endsequenz. Und also so ein bisschen so, wie es bei Robin Hood auch war. So, aber das nur, wenn ihr dann mal Robin Hood auch sehen wollt. So, noch irgendwas, was ich erzählen muss zu King's Quest 6, was wichtig ist? Ich glaube nicht, was wir nicht ohnehin sehen. Also das ist die CD-Fassung mit Talk. Es gibt Sprache und Text. Wundert euch nicht, dass der Text in Englisch ist, weil der Deutsch-Patch funktioniert halt nicht. Ich begrüße mal eben kurz den Like-Walaf, dann ist er auch eben gleich durch. Es gibt also hier keinen deutschen Text, ist aber wurscht. Die englische Sprachausgabe ist richtig gut. Ich fasse das wieder zusammen, wie bei King's Quest 5 eben auch. Ton müsste passen, das müsste passen. Sag einfach mal, let's go, bevor wir jetzt stundenlang quatschen. Und hier hat man auch tatsächlich einen vernünftigen Restart. Ihr seht ja übrigens, es gibt 231 Punkte. Daran muss mich erinnern, wenn ich dann sozusagen die Aufnahmesession beende, dass ich nochmal in das Menü gehe, um die Punkte zu notieren. Das war bei King's Quest 5 war das abenteuerlich. Ich musste sozusagen die Rätsel nachstellen zum Zählen. Völlig grenzwertig. So, jetzt geht's los. Are you sure you want to clear your game and restart? Ihr seht, die Stimmen sind viel professioneller. Da haben sogar, glaube ich, irgendeine Hollywood-Stimme für Alexander genommen. Den kannte ich nicht, aber das kann ich euch dann auch nochmal beim nächsten Mal erzählen. So, Restart. Let's go. So, einmal das schöne Sierra-Logo. Falls sich Leute gerade wundern, ja, wir sind schon bei King's Quest 6. Ja. So. Heir Today, Gone Tomorrow. So. Und wir starten mit dem Opening. Ich kann die Fresse halten. Das Opening, 3D-Render, hast du nicht gesehen, gibt es nur in der CD-Fassung. In der Floppy-Version ist es deutlich abgeschwächter. Hier haben wir das volle Programm und ich halte die Fresse. Long ago, in the castle of a kingdom called Daventry. Alexander, here you are. Oh, you're still not thinking about Cassima, are you? I suppose I am. Son, it's been months. You've got to pull yourself together. After all, you only met her that once. I know.
Have you discovered anything about the Land of the Green Isles? No. No one's even heard of it. It's like she's just vanished. I wish I could help. Please try to think about something else, dear. I'll try, Mother. Alexander, I feel so alone. I don't know what to do. Alexander, I wish you were here. Alexander, Alexander, Alexander. Cassima, wait! Mother! Mother, come quick! Alexander, what on earth? You're white as a ghost. Mother, I saw Cassima. She was in the mirror. In the mirror? The magic mirror? Yes! And it showed me how to find her. How? The stars! I saw the stars outside her window. I can navigate by the stars. Oh, Alexander, if you really go... It will be all right, Mother. I promise. Alles frisch aus der 3D-Renderabteilung. Schön mit Daventry segeln, ne? Prince Alexander sailed the known seas and beyond. Land ho! Land ho! Land ho! Da habe ich das erste Mal, als ich das gesehen habe, dachte ich auch, okay, das ist also aus der alten Monkey Island Crew geworden. Also, ich habe es ja schon mal gesagt, bei KQ6 werdet ihr sehen, ja, Sierra kennt Monkey Island. As the ship nears the shore, day turns to night and the sea turns violent. So, schön, wie gesagt, also ich sage ja, 3D-Rendering, was kostet die Welt? So, darf ich jetzt gleich? Achso, genau, das ist ganz wichtig, das habe ich ja gesagt. Es ist nicht nur von Roberta Williams, sondern es ist auch von Jane Jenson. Was vielleicht die Geschichte runder macht. Aber trotzdem, es ist, ja. Also ich bin gespannt, ob ich das wirklich noch so gut in Erinnerung habe, wie es auch ist. Weil ich hatte damals immer so die Verklärung, dass so 5 und 6 auf einer Wellenlänge sind, bis mir dann irgendwie Leute gesagt haben, ob ich den nie alle auf dem Zaun hätte.
da 6 so vieles besser ist. Naja, ich bin mal gespannt, was ich dann, wenn wir dann an 7 gehen, was ich dann über 7 denke, mit jetzt Abstand. Ob ich dann immer noch einen Nervenzusammenbruch kriege oder dann sage, okay, es tat doch gar nicht so weh, mal gucken. Aber fangen wir erstmal mit Teil 6 an. Und Teil 6 ist, glaube ich, auch der längste Teil, jetzt mal von Teil 8 abgesehen. Alexander awakens to find himself on an unfamiliar beach. For a moment, he is too dazed to remember how he got here. Then, he does remember. The shipwreck. The sea. Just as he had seen his men safely into the lifeboats, a gigantic wave picked him up and tossed him overboard into the churning sea. That was the last he'd seen of his crew. Debris from the shipwreck is scattered along the shore, but of the lifeboats and his men, there is thankfully no trace. He can only hope and pray that the lifeboats survived the currents, and that his men made their way safely back to Daventry. So, jetzt kann ich zusammenfassen. Also, im Intro. Er guckt in den magischen Spiegel, sieht Cassima, ne, siehe Teil 5, und erkennt, okay, im Turm, und sieht auf einmal die Sterne. Und erklärt dann seiner Mutter, ja Moment, ich kann da hinkommen, weil ich einfach an den Sternen navigieren kann. Habt ihr gesehen, steigt auf das Schiff, fährt dahin. Es kommt ein Riesensturm, ne, das Ding kentert. Er macht sich gerade Gedanken, was mit seiner Crew ist, dass die hoffentlich alle noch in letzter Sekunde gerettet werden können. Aber auf jeden Fall ist das Schiff, das seht ihr da hinten, hin. Das heißt, ein Rückweg, weg. Aber wie gesagt, wir wollen sowieso nicht zurück, denn wir fangen ja jetzt das Abenteuer an. So, und jetzt mache ich das erste Mal ein Save, weil ihr wollt ja, ich kenne euch ja, auch gleich den ersten Tod sehen. Also an Toten mangelt es uns hier nicht. Wir fangen gleich mal mit einem an, ne? Was soll man in Sicherheit machen? The ocean is not as calm as it appears. Underwater currents tug at Alexander's legs. Es ist übrigens auch nicht unabsichtlich so stürmisch da. The underwater tow is amazingly strong here. It pulls ferociously at Alexander's legs. Before Alexander can retreat, the current grabs his legs. The shifting sand vanishes from beneath his feet. Against his best efforts, he is dragged out to sea. So, damit ist der erste tot. Jetzt wollte ich hier mal als Currents around Rekord the machen. island pull Alexander under. As Alexander struggles to the surface for the third and last time, he finds himself wishing he'd paid more attention to the warning signs of an undertow. So, das müsst ihr euch merken. Tickets only. Next. Es gibt hier das Reich der Toten. Nothing like getting swept off your feet. Und ich nehme es vorweg, ja, das Reich der Toten spielt hier eine relativ wichtige Rolle. Deswegen wollte ich das mir sowieso mit Absicht zeigen. So, jetzt geht's los. Die erste Pixelsuche. Ich weiß, unter der Planke war was. Alexander pushes the plank to one side. A box has been partially buried under sand. Genau. Alexander moves Nee, the genau, das plank sollst du back to nämlich its nicht. original position. Da ist nämlich tatsächlich eine Truhe. Beim Alexander Testen habe ich sie pushes gar the nicht plank gefunden. to one side. A box has been partially buried under sand. Ist sie da? Ja, da ist sie. Gut. There's nothing of interest in that part of the box. Doch, natürlich ist es das. Alexander takes the coin and leaves the ruined box where it is. So, das ist okay. Das war die Goldmünze. Das müsste unser Siegelring sein, wenn ich das noch weiß. Den brauchen wir definitiv. Alexander picks Ja. up his royal insignia ring from the beach. Weil wir haben ja hier, können wir uns ja vorstellen, ihr habt logischerweise keinen Pass. Er kann viel erzählen. Und jetzt geht's endlich weiter. So, ich denke, wir machen Story vor Dorf. Das ist der großartige Süski, ja, wunderschön. Ich denke, wir machen Story vor Dorf. Hier geht's ins Dorf. Ihr seht schon, das ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein arabisches Feeling.
hat diese Insel, ihr werdet das gleich noch ein bisschen genauer sehen, aber ich glaube, das kann ich spoilern, das ist jetzt nicht geheimnisvoll. Das Ding heißt ja The Land of the Grünen Isles, ja, also es gibt mehrere Inseln, das ist also halt eine Inselgruppe und jede der Inseln hat ein anderes Thema. Man kriegt auch irgendwann erzählt, warum, und man kriegt auch mit, warum das genau so ist. Also, aber das seht ihr dann schon, das gehört zur Story. Das gehört dann zum kompletten Walkthrough. Das heißt, man kriegt nicht nur mit, also, ne, ihr könnt euch vorstellen, Cassima retten ist unsere Hauptquest, man kriegt aber relativ mit, dass der sozusagen an der Entführung kann man nicht sagen, sagen wir mal, an der Hospitalisierung von Cassima, ich glaube, das ist da würde auch der Herr Solmecke von WBS Legal, Grüße hier, wahrscheinlich mir zustimmen. Darum geht's. Also, der hat noch ein bisschen mehr in der Hinterhand. Aber wie gesagt, wir lernen ihn gleich kennen. Ich glaube sogar relativ früh, glaube ich. Deswegen, so, das ist das Schloss. Da sollte Cassima sein. Soweit ist Alexander dann doch schon. So, wir quatschen erstmal mit den Guards, ne? Alexander politely addresses the odd-looking guards at the castle doors, hoping to learn more about his predicament. Good day to you, guards. I was cast upon this island in a storm, and I'm a little confused about my location. Could you tell me what place this is and who lives in this castle? Hey, what is that you say? A castaway? A likely story. We haven't had any foreigners in this part since Alhazred arrived. Don't be so rude, Gruff. He's not asking for any secrets. You're standing on the Isle of the Crown, lad, and this is the Castle of the Crown. The royal family resides here. Rather, what's left of the royal family. The Isle of the Crown? But tell me, am I anywhere near the Land of the Green Isles? This is the Land of the Green Isles. The Isle of the Crown is the main island, foolish boy. Then Princess Cassima must live in this very castle. Aye, the princess is indeed our treasured jewel to guard, and we consider it an honor. So, also, wir haben jetzt rausgefunden, wir sind bei einer der Insel der Green Island oder Land of the Green Isles. Das ist die Insel der Krone. Kann man sich relativ schnell merken. Das ist halt das Zentrum, ne? Deswegen ist da auch das Schloss und da ist auch Cassima drin. Und ja, wollen wir mal gucken, dass wir mal eine Audienz kriegen. Excuse me, guardsmen. Guard dogs. I've been traveling for months to see Princess Cassima. I would like an audience, please. I'm sorry, but the princess is not receiving visitors, particularly not strangers. So. Klar, sie empfängen keine Besucher, schon gar keine Fremden. I really must see the princess. Could I speak with someone in charge? Who are you that I should bother Captain Saladin, huh? My name is Alexander. I am a prince of Daventry and a friend of the princess. A prince, is it? I see. Yeah, and I am lord of this dusty path. Step aside. You'll not be getting into this castle without some proof of your claims. So, das war der freundliche Hinweis. Ne, ihr kommt hier nicht rein ohne I Beweis. assure you, I am Prince Alexander of Daventry. And I assure you that you'll not get past me without proof. Ich wundere mich, da kann ich mich gar nicht mal erinnern, wie viel Text das hatte. I assure you. So, das kennen wir. Also. So, einmal den Siegelring. So, ist es, der echte. Alexander decides to try his royal insignia ring on the guards. With all of his papers lost in the shipwreck, it is the only possible proof of his identity that he can think of. Perhaps this ring will convince you of my identity. It is the royal insignia ring of Daventry. Ha! I'm sure.
Just let me take a look at that ring. Well, I'm sorry, Your Highness. It's just that princess are so uncommon in these parts. Let me get Captain Saladin. Wie schon, das ist Story-Part, was wir hier tun. Man kann auch ein paar Sachen in einer Reihenfolge hier machen bei KQ6. The guard returns a moment later with a majestic-looking creature. Captain Saladin speaks with a voice that is gentle, but reflects a will of iron. Prince Alexander of Daventry, I presume. I'm afraid I'm unfamiliar with your country, but I'm sure Vizier Al-Hazred will want to meet you, if indeed you are a friend of the princess. Please follow me. Schon sind wir im Schloss. Lord Al-Hazred, a visitor to see you. Prince Alexander of Daventry. What is it that you seek, Prince Alexander? Pardon the intrusion, my lord, but I came to see Princess Cassima. Some months ago, my father, King Graham, saved my family and I from imprisonment under an evil wizard named Mordak. The same wizard that kidnapped the princess? Exactly. When my father rescued us, he also liberated Cassima and sent her home. Then your father has my gratitude, and that of the entire kingdom. But I'm afraid I still fail to see the purpose of your visit. Well, I came to make sure that Cassima arrived safely and to pay my respects. Before we parted, she gave me an invitation to visit. I have no doubt she did exactly that at the time, Prince Alexander. However, things have greatly changed for Cassima since her ordeal in Mordak's castle. Cassima's parents both became ill and died while she was gone. Cassima is sequestered in mourning for them as befits a princess. She is not receiving visitors of any kind. Even if she were, I do not think your visit would be appropriate. You see, it is time for Cassima to take her responsibilities seriously. With her parents gone, she no longer has the luxury to be a carefree maiden. As was her parents' wish, Cassima and I are to be wed. We shall rule the kingdom together. I assure you, our marriage is all Cassima wants now. As a prince and a gentleman, it would be best that you leave before there is any further embarrassment. I see. I suppose that I was mistaken. I thought for certain that Cassima... Well, I apologize. A young man sees what he wishes to see. I'm sorry you've wasted your time traveling to the Land of the Green Isles. May your journey home be swift. Perhaps I will take the opportunity to look around your fair land while I'm here. I would advise against that. The kingdom is rather, shall we say, inhospitable these days. But it is your neck. You may risk it if you please. Captain Saladin will escort you from the castle. Good day. Ich fasse das gleich zusammen, keine Panik. You have had your hearing with Vizier Al-Hazred. I trust you'll respect his wishes and not return. I have been instructed not to let you into the castle again. Good day, my lord. Captain Saladin whispers something to the guard dogs at the castle gate, and they nod with understanding. Alexander has a feeling they won't be letting him into the castle again. Nee, das wird auch so, das ist auch so. Also, wir sind ja jetzt ins Schloss gekommen. Wir haben dann auch mit Al-Hazred gesprochen, von dem wir erfahren haben. Also erstmal hat natürlich Alexander die komplette Show erzählt. Na, wegen Mordak und mit Schloss und King Graham. Sind alles Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt benutzen sollte,
wenn man nicht weiß, auf welche Leute man trifft. Aber so ist ja unser kleiner Alex. Ja, der Visier hat das relativ deutlich gemacht. Das ist schön, dass er gekommen ist. Und wie hat er so schön formuliert, ein junger Mann sieht gern das, was er sehen will. Aber es ist so leider völliger Unfall, ne? Als Cassima leider gefangen war in Mordaks Schloss, sind irgendwie ihre Eltern gestorben. Das ist schon alles, habt ihr mitgekriegt, das bei Kings for 5 hatte sie hartes Schicksal, jetzt ist irgendwie noch mehr hartes Schicksal. Aber er ist ja einen netten Typen. Und deswegen wird er sich jetzt mit ihr vermählen, damit alles andere wieder richtig läuft, damit alles wieder da ist. Und dann hat Alexander, okay, tut mir leid für die Störung, aber kann man da einfach mal, wenn ich schon mal hier bin, das Land angucken. Na, das ist auch nicht unbedingt eine gute Idee. Ist nicht alles so ungefährlich, was hier bei den Land of the Green Isles ist. Der Heir-Today hat es verstanden. Also, sagen wir mal so, sie haben es wirklich so deutlich repräsentiert, wer hier unser persönlicher Dudesfreund wird. Und ich nehme es vorweg, ja, er wird es auch. Aber er ist, das habt ihr ja schon gesehen, im Gegensatz zu den anderen Bösewichtern, die wir haben, kann der reden, der ist gebildet, der hat sogar Charme und er hat noch ein paar ganz andere Sachen drauf, wo es dann lustig wird. Also, wie gesagt, der Vergleich mit Jafar ist nicht so weit weg. Und wir haben auch so eine Art Jago, haben wir auch. Den lernt er auch noch kennen. Da sage ich aber nichts zu, weil wird schön. So, also deswegen so einfach nach Cassima kommen wir nicht. Das hattet ihr aber, glaube ich, auch nicht erwartet, oder? Ja. So, jetzt können wir in die Stadt. Jetzt können wir in der Stadt erstmal rumlaufen und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, kriegen wir da schon... Also wir kriegen relativ früh die Möglichkeit, die Inseln zu bereisen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ist. Also im Prinzip, wer Monkey Island kennt mit den Inseln, ungefähr das machen wir jetzt gleich auch. So, fangen wir vorne an. Komm, wir fangen vorne mit dem Pawnshop an. Komm, wir müssen sowieso überall hin. Oh. Ja, zu dir komme ich gleich auch noch. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt schon machen kann. Good day. So, erstmal quatschen, wie immer. Good day, merchant. What can you tell me about the Land of the Green Isles? I can tell you she is in a dark time. Without the ferry, communication between the islands has ground to a halt, and so nearly has my business. Why the long ages of peace have ended, and why the crown has not done something about it is beyond me. But then, I am a shopkeeper, not a politician, and can only hope for better days. Also, auch das sofort schnell zusammengefasst. Ist irgendwie nicht so gut, was alles läuft. Sind irgendwie dunkle Zeiten. Er versteht auch nicht, warum die Fähre nicht mehr fährt. Warum es irgendwie keinen Kontakt zu den anderen Inseln gibt. Ich denke, mit dem, was ihr gerade vor 5 Minuten gesehen habt, könnt ihr euch denken, warum das wohl so ist. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch erklären, warum da ein Sturm über die Insel. Zufälle, ne? Und ja, da ist jemand, der wohl, glaube ich, irgendwie gerade versucht, alles irgendwie zu isolieren, ne? Komisch. Als hätte derjenige irgendwas vor. How bide you, good merchant? Quite well, though a purchase would not hurt me any. Okay, ich kann was kaufen. Was kann ich denn kaufen? The stuffed bear probably has stuffed fleas. Alexander decides to keep his distance. Okay, der hat Flöhe, den meinen wir nicht. Was kaufen wir denn hier? Was passiert, wenn wir jetzt einfach eine Münze geben? Ich habe keine Ahnung, was man dem abkaufen soll, aber vielleicht geht das auch nicht. I have this copper coin. Is it of any value to you at all? Most interesting. I have never seen a Daventry coin before, but it is copper genuine enough. I might even find a buyer who is interested in foreign currency. The items on the front counter are the only things in the store that I can let go for the price of 1 copper. You may make your choice from there. Ah, okay. Alexander looks at the items on the counter to make his selection.
Okay, also für einen Kupfer können wir einen Gegenstand machen. Ich weiß gar nicht mehr, müssen wir die Gegenstände nicht auch tauschen? Kauft das Skelett? The flute is only made of plain wood, but its notes are fine and true. I see you have noticed my mechanical nightingale. She is made of plain tin, but she sings the sweetest song you can imagine, barely distinguishable from the real thing. Okay, die Nachtigall brauchen wir auf jeden Fall irgendwann. So, das ist die Flöte. Was ist der Pinsel? Ah, yes, the painter's brush. It was well used by one of the island's best painters. There's a lot of creativity in that brush, and its bristles are still in good condition. Stimmt, es gibt... Nee, das spoil ich euch nicht. Es gibt eine Stelle, wo man was mit dem Pinsel machen muss. Das ist aber, glaube ich, relativ spät. Have you an interest in tinderboxes? This one is only slightly battered. It holds a good supply of flint, a sturdy striking pad, and even a candle in case you find yourself with naught else to hold the flame. Okay, eine Lampe. Ich fange jetzt einfach von links nach rechts an. That mechanical nightingale looks intriguing. Ich glaube, das kann man tauschen. I believe I'll take it. Very well. Your coin is well spent. Remember, this is a pawn shop. I am always willing to take back my own goods in trade. I'll remember. Thank you. Der Alte sagt gerade, kaum sind Knochen Game, knurren die Hunde da draußen. So ist das richtig. Sagt er dann zu dem A Skelett. tall skeleton lends an air of mystery to the shop. Alexander already has a skeleton. Alexander hat schon ein Skelett. Ja, sogar eins, das funktioniert. So, was bist du für ein Laden? The sign above the door says Ali's Books. Okay, der Buchladen. Okay, aber die Pfandleihe, glaube ich, wir können die Sachen tauschen. Hello, I will be right up. Okay, wer bist du denn, ne? Now, what can I do for you? Erstmal will ich wissen, wer du bist. An old man occasionally steals sidelong glances at Alexander from under a concealing hood. Good day, sir. The mysterious old man just ignores Alexander. Okay, gut. Good day, sir. I'm a stranger in this land. What can you tell me about the land of the Green Isles? That is quite a question, young man. Who are you, and what would you have me tell you? My name is Alexander. I know I'm on the Isle of the Crown, but I'd like to know whatever you can tell me about this island, and if there are other islands nearby. You are indeed a stranger. Anxious is the man who knows not the customs of the land beneath his feet. This island is called the Isle of the Crown, because the royal family's castle is here. Besides the castle, we also have this village, and the docks over to the west. There are at least 3 other islands. The Isle of the Sacred Mountain, the Isle of the Beast, and the Isle of Wonder. At least 3? Does no one know for certain? This is no ordinary land, Alexander. The land of the Green Isles has always been a place of vague boundaries, as if islands come and go. Legend speaks of a 4th island, an isle shrouded in mists. I myself have never seen it. Then, too, the land of the Green Isles is said to exist on the boundaries of this world and the next. Even darker places are reputed to be closer here than anywhere else in the world. That's quite a claim. Claim, yes, but probably just local superstition. We who live here on the Isle of the Crown, at least, sleep well enough at night. Those first 3 islands you mentioned, how might I learn more about them? Ideally, a young man seeking such knowledge
would travel to their shores and learn about them firsthand. Meeting the leaders of each place would be helpful, naturally. Unfortunately, the ferry no longer runs between the islands. There has been much political unrest, and it has been too dangerous to travel for years. Perhaps the ferryman can tell you more. He has little enough to do these days. And if you haven't been there already, you might seek an audience at the castle. Haben wir schon. Thank you kindly, merchant, for all your good advice. Ah, but advice is free, Alexander. Making use of it costs much more. Ja, das dachte ich mir. Also, was mich stutzig gemacht hat, er spricht nur von 3 Inseln. Es müssten 4 sein. Das ist aber das, weil ich wahrscheinlich das Game schon kenne. Also, vertue ich mich aber das ist kein Thema. Klar, sagt er, die Fähre ist kaputt, das heißt, man kommt nicht mehr von Insel zu Insel und er spricht von politischen Unruhen, die zwischen den Inseln herrschen. Jetzt könnte man sich überlegen, warum wohl? So, aber es geht hier weiter. Wir brauchen ja ein paar Bücher. How fare you, merchant? Sufficiently well, thank you, Alexander. My only wish is for more time to read. So, was ist das denn da vor dir? How much for that book on the counter, merchant? It is a fine book, is it not? I obtained it from the estate of the one and only magician this kingdom has ever had. Poofed himself into an aardvark in the end, or so I heard. I never found the spells all that useful myself, but then I lead a boring life. I tell you what, if you can find another rare book, something a bit more marketable, I might be willing to exchange the spell book for it. Okay. Okay. Gucken. Was haben wir denn hier noch so? These shelves hold a collection of oddly titled guidebooks. Alexander notices such books as How to Become King with Little or No Rupees Down, Finding the Right Girl with the Right Dowry, and Why Good Princesses Like Bad Wizards. Warum gute Prinzessinnen böse Zauberer lieben, ja. Volumes of poetry are on display on this bookshelf. Alexander feels his... Thinking of Cassima, Alexander decides to leaf through one of the volumes of love poetry. He reads, Thy hair, thy lips, thy beauteous face, and all thy studied female grace have won for thee anon a place within this broken breast. Not bad. And another. Upon the shore the lilies bend, untouched by worldly care, where shadow they her earthly bed, oh, that she were not there. Yikes. And another. What was it when I looked at you? What power has chained me through and binds my heart with links so tight I cannot live without the sight of you? What nameless thing has captured me and made me powerless to flee? What thing is it without a name that brings my mind e'er back the same to thee? The name of love cannot apply. Its commonness does not decry the haunted, hunted, painful cry that my heart makes for you, that e'er my soul eternal makes for you. Noch eins? A little close to home, that one. Alexander returns the love poem book to the shelf. Okay. Okay. Ah, da ist doch noch was. Alexander picks up the fallen page. It's the love poem he particularly liked. It must have fallen out of the poetry book. I see that old volume has lost another page. You may keep it if you like, sir. I have glued the stubborn thing back in place 2 times already. I do rather like it. Thank you, merchant. Gut, machen wir das so. Alexander rests his feet for a moment.
Alexander picks up and leafs idly through a book called The Changing Role of Court Entertainers Through the Ages. Die Rolle, wie sie gewechselt hat, des Hofunterhalters durch die Jahrhunderte. Well, that was refreshing. Findest du? Ich glaube, das war eher super langweilig, aber... Was ist denn da noch? Alexander picks up the book from the small table. Oh, yes, please, take that book. You have my most humble thanks for doing so, good sir. Really? Thanks. Ja, was ist das denn für ein komisches Buch? Alexander is carrying a book from the bargain table in the bookshop. Du sagst mir mal nicht, was das für ein Buch ist, ne? Alexander is a little old for those children's books. Okay, gut. Dann haben wir das hier tatsächlich erledigt. Zu dir komme ich noch, wenn ich dich brauche. Warte mal, wir können ja schon mal... Na, komm. Wir quatschen sowieso bald mit dir. There is no reply. You lazy thing! Get back to work and stay away from those roses! I've told you 1,000,000 times, those flowers are too sweet for the likes of you! You've still got to do the breakfast dishes, make lunch, and clean the stables yet this morning! And get your veil back on! No one wants to look at your face! Yes, stepmother. Das sollten wir uns merken, diese Szene. Also die Stiefmutter ist eine ganz nette, wie man gesehen hat. Ne? Geht mit ihrer Stieftochter richtig super um. Aber ich suche gerade... Wo ist denn hier... Ah, da ist es. Doch, alles klar. Hey, stranger, come join me. The water is wonderful, and I can show you the way to the next island. Ich zeige euch den Gag. So. Der erinnert einen ja ein bisschen an den Fritzen aus Echo Quest. Jump in. A little water won't hurt you. Nee, genau, wir springen da gerne rein. The ocean currents continue to murmur, but they do not reply to Alexander. Mit dem the ocean current. Considering the poor condition of the shore, it looks like the easiest way to get into the water is just to jump off the pier. The powerful currents grab Alexander. Struggle as he might, he feels himself being pulled out to sea. Und schon ist man leider tot. Not a very good swimmer, are you? Du bist kein guter Schwimmer, ne? Help me! Sorry, I think not. As his head submerges for the third time, Alexander finds himself pondering the wisdom of going out on a limb for a stranger. Und schon ist man wieder tot. Only next. Alexander couldn't handle those currents. That boy must be an unbelievably strong swimmer. Mhm. Natürlich ist er das. Ich kann euch sagen, merkt euch das hier mal. What are you waiting for? I said I'd show you how to get to the next island, didn't I? Mhm. Natürlich tust du das. That's strange. The young boy in the water just disappeared. Oh well, perhaps he just dove under the water. Klar, natürlich. Der wird jetzt viel getaucht haben, natürlich. Yeah, what do you want?
Alexander promises himself that he will not go. Das ist... Nee, ich will mit ihm quatschen. The rope is slacking off and refuses to comment. Ich will mit ihm quaken. Alexander... Was soll das denn? Ich will mit ihm quatschen. Alexander feels his... Alexander... Ja. Alexander... I said the ferry's out of business. What do you want to keep bothering me for? Excuse me. Geht. My name is Alexander. The owner of the bookshop in the village told me you might be able to help me. I hear you used to run this ferry for the islands. I'd like to talk to you if you have a moment. You say old Allie sent you? I can't see why. The ferry's not running, you know. I understand. I'd just like to talk to you about the islands if you don't mind. Well, I guess it'd be all right if Allie sent you. Well, don't just stand there. Come on inside. Ach, jetzt Lavastunde. What is it you wanted to talk about, young man? Alles. I'm a visitor to these islands. I'd like to learn what I can about the area. So you said outside. What is it you want to know? Well, for one thing, why has the island's only ferry been dry docked? Huh. It just ain't safe to sail these days. What with the islands feuding and all. Wazir Al-Hazred ordered the ferry closed till things settled down. Me, I don't think she'll ever see water again. But why are the islands feuding? You got me. Something about stolen property or some such thing. Mm-hmm. 'Tis a real shame. Things used to be so friendly. Then this unrest is recent. A few years is all, but it's been long enough. Perhaps if the ferry were repaired. This old thing? This ferry's been out of water so long she's no longer even seaworthy. Her boards have dry rot. She'd fall apart at the first taste of seawater. But there must be some way to get off this island. There's only one other way to travel that I know of. A magic map. The owner of the pawn shop can tell you more about that than I can, Alexander. Okay, also, wir fassen zusammen. Er erzählt uns, dass die Inseln miteinander kämpfen. Also wirklich verfeindet sind. Und ja, es scheint irgendwie zu sein, dass irgendwelche Gegenstände fehlen. Irgendwie, der eine bezichtigt den anderen des Diebstahls. Und dann hat halt der schlaue Visier gesagt, okay, ja, dann müssen wir halt die Fähre trockenlegen. Und ja, er hat gesagt, das Einzige, was jetzt irgendwie möglich wäre, von dem man mal gehört hat, es gibt eine magische Karte. Und der Pawnshop-Meister sollte die haben. Also die Pfandleihe. Wir merken uns das mal. Tell me more about the ferry. I remember when I used to ferry Queen Ilaria and Princess Cassima themselves. There was no thought of danger back then. They used to go visiting to care for the needy and to keep up the friendly relations between the islands. I remember their last trip. Things had started getting nasty by then, and when they came back aboard, I gathered that the Queen and the Princess had been received a bit coldly. Princess Cassima was such a pretty thing, and she was terribly upset. But who could be spreading these lies, she asked the Queen, but the Queen had no answer. Komisch, da hat jemand Lügen verbreitet. Seltsam. What do you do now that the ferry no longer operates? Me? I'm out of a job. The job my ancestors have held for generations. I'm the only one trained to avoid the reef and the rocks. But that knowledge does me no good now. Is there no other boat on the island? One that might be more seaworthy? Boats don't last long on these shoals, as you may have found out if you got here by ship. You can be quite sure that this old ferry is, or was, the only craft on the island. So, also es gibt keine anderen Schiffe. Die Fähre wäre die einzige, die das Riff und sowas überstehen könnte. Wenn sie denn noch fahren würde. Tell me more about Princess Cassima. Ah, such a beautiful child. And so pure of heart.
Why, a contrary thought has never crossed her mind. Her mother was the same. The king and queen, they served the islands, not the other way around. Always thinking about the people. They are sorely missed. Genau, also wieder die Eltern haben sich immer um die Inseln gekümmert. Das hat sich ja jetzt gerade geändert. What else can you tell me about the land? Let's see. The Isle of Wonder's a lovely spot. A bit crazy, mind you. Gotta have a good sense of humor to enjoy a tour there. Also bei der Insel der Wunder sind irgendwie ein bisschen verrückt, aber muss man halt Humor haben. What else can you tell me about the land? The Isle of the Beast is pretty, but unfortunately, you can't get very far onto the island. So. Insel des Biestes ist schön, aber man kommt nicht sehr weit. What else can you tell me about the land? The inhabitants of the Isle of the Sacred Mountain are the most gorgeous creatures you'll ever see. If you ever get to see them, that is. So, die Insel des Heiligen Berges hat die tollsten Kreaturen, falls man sie zu Gesicht bekommt. What else can you tell me about the land? The Castle of the Crown sure is a beauty. She's the finest palace ever built, I'll warrant. So, das Schloss der Insel der Krone ist das Schönste, das haben wir ja gesehen. What else can you tell me about the land? Some say that the land of the Green Isles is near the edge of the world, and that the deadly currents are a result of a magnetism that sucks life from this world to the next. Of course, that's just silly talk. Genau, das ist das, was der eine schon gesagt hat, also dass die Land of the Green Isles irgendwie ganz nah dem Ende der Welt ist und deswegen Energien verschwinden und hin und her geschluckt werden können und wahrscheinlich soll das der Bezug sein, ja, wir sind relativ am Totenreich oder sowas, das soll wahrscheinlich der Gag sein. What else can you tell me about the land? Let's see. The Isle of Wonder. Okay, er wiederholt sich, alles klar. Was ist das? I see you have a rabbit's foot. Has it brought you much luck? As you can see, my luck's been out for some time now, despite that old charm. Dann Why nehmen wir don't die you take it Hasenpfote with doch. you? Perhaps giving the darn thing away will bring me good fortune at last. Perhaps it will at that. Thank you. Schön. Okay, haben wir. Haben wir noch eine Hasenpfote mitgenommen. Und wir müssen jetzt zur Pfandleihe. Well, I think I'll be going now. Thanks for allowing me into your home. Posh, not at all. It breaks the boredom, if you know what I mean. Ich glaube, soweit ich weiß, die ganzen Inseln waren, glaube ich, auch nicht so wirklich richtig groß von den Screens, aber das habe ich nicht mehr so wirklich in Erinnerung. So, hier ist klar, das müssen wir natürlich auch noch klären. Der Stiefmutter versteht sich von selbst, aber ich glaube, dazu brauchen wir erstmal Kontakt zu einer anderen Insel. So. Good day. Warte mal, ist da nicht auch noch was drin? Was ist er denn? A mysterious old man also patronizes the pawn shop. He steals sidelong glances at Alexander from under his hood. Ja, der beobachtet uns zu sehr. Das gefällt mir überhaupt nicht. An elegant little glass dish decorates the countertop. The dish is full of green mints offered for the ja, enjoyment Minze. of the Können wir noch customer. nehmen. Alexander takes a mint. Ja. Alexander takes a closer look at the items on the counter. Nee, das ist es nicht. Ich will die Karte. Excuse me, merchant, but the ferryman mentioned that you might have a magic map of the land of the Green Isles. Why, as a matter of fact, I do. I keep it under the counter. It's been gathering dust so long that I nearly forgot about it. It was quite a few years ago, you see. The estate of a wealthy wizard fell into my hands when he died. It was useless magical junk mostly, which reminds me, I've still got some things of his in the back that I need to dump out. Anyway, the magic map was the one true treasure in the lot. The wizard was quite old and feeble and had enchanted the map to aid in traveling. It is said that one need only desire to be on an island depicted on the map to find oneself there.
It is a very valuable map, as you can imagine. Unfortunately, no one is interested in traveling these days. It is far too dangerous with the current state of the kingdom. What would you take for the map? I would normally want something magic in return, but since I am hardly overrun with prospective buyers, I would be willing to take anything of equal value in exchange. Okay, also das ist die Karte, mit der kann man dementsprechend von Insel zu Insel warpen und der braucht, um sie zu haben, etwas vergleichbar Wertvolles. Früher hätte was Magisches genommen, das haben wir aber nicht. Ja, die Hasenpfote ist es garantiert nicht. Das Buch, von dem ich nicht weiß, was das ist, bestimmt nicht. Would you be interested in trading for this book? I am afraid not. Books are more my neighbor's line of work. After all, I would not want him selling curiosities. Okay, gut, dann ist klar, was wertvoll ist. Der Ring mit Sicherheit. Would you be willing to take my family ring in exchange for the magic map? Daventry, are you a king then? No, that's my father, King Graham. I'm just Alexander. Well, Prince Alex, she is a beautiful ring. Are you sure you can part with such a unique family heirloom? The ring does mean a lot to me. I didn't always have a family, you know. Still, it is only gold. There are more important things at stake now. Then you now own a magic map, Prince Alex. I will keep your ring out of sight for a few days. If you find anything else of great value in your travels, you can come back for your ring. I would hate to see it melted down for gold. Ah, and a warning about the map. It will only operate when you are out in the open and within sight of the sea. Ah, okay. The limitation has something to do with the teleport spell ingredients. You might try the beach. Thank you. You are very kind. And I'll remember about the map. Okay, die Karte funktioniert also nur, wenn man die am Strand benutzt. Suddenly, the old man in the concealing cloak sneaks past Alexander, and with a sneaky dart of his hand, steals a mint from the candy jar. The old man stuffs the mint into his mouth and wobbles unsteadily out of the pawn shop. Aha. Das ist ein Minze-Junkie oder was? Okay, gemerkt. Okay, okay. Was ist das denn? Ein paar Sekunden später im Schluss. Cutscenes haben wir hier? Master! I followed Prince Alexander as you wished. From the pawn shop owner, he just abstained, just reprieved. He just got a magic map. You fool! You've been eating those mints again. Ah, danke. I ordered you to stop that. Yes, Master. Now, what is this about a magic map? With a map, Prince Alexander could travel anywhere as quickly as I can. I thought I took care of the only means of travel. By my scimitar, I can't have him stirring things up now. Get a hold of yourself and listen carefully, Shamir. Go to the other islands and tell them... Okay, den Plan kriegen wir natürlich nicht erzählt. Also, wir haben jetzt den sozusagen Al-Hazrats Jago kennengelernt. Das ist also Shamir. Eine, ich glaube, bei 1001 Nachtgeschichten kommt er drauf, was für eine vermutlich magische Person das ist. Ich glaube, da kommt man relativ schnell drauf. Aber lustig ist, wir haben also mitgekriegt, das haben sie ja erzählt, die Minze wirkt bei ihm wie Alkohol. Das ist gut zu wissen. Also können wir uns schon mit Minze zuballern. Er hat aber jetzt dem Visier gesagt, dass wir die magische Karte haben und der Auftrag ist jetzt sozusagen an Shamir. Shamir soll jetzt zu den Inseln gehen und dafür sorgen, dass uns das nichts bringt. Also gehe ich davon aus, der legt uns noch ein paar Steine in den Weg. Und so passiert das übrigens im ganzen Game. Und das fand ich damals gar nicht so uncool. So, das haben wir. Die Karte haben wir auch, ne? Da ist sie, ne? Alexander has a love poem from a book in the bookshop. Da ist die Karte. The magic map is made of thin leather,
and has lifelike drawings of the islands on its uneven surface. Ja, die werden wir auch noch benutzen. Wo ist denn jetzt der? Wieso ist der denn weg? Ach, das war eine Falle? Okay. Okay, also... Die Bösen sind hier nicht strunzdoof. Okay. Alexander sees nothing particularly interesting there. Good day, Prince Alexander. Der ist jetzt eh weg. Interessant. Bist du eine Nachtigall? A nightingale perches on a high branch of the tree. She sings the most beautiful song Alexander has ever heard. Ja, ja, gut. Das ist klar, aber wir haben ja selber eine. Alexander winds the mechanical nightingale and places it on the ground. Ja, mach doch. Weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber... The mechanical nightingale sings a sweet, tinny tune. The real nightingale in the tree cocks her head and listens intently. Okay, die Nachtigall hört zu. The nightingale flies to a lower branch and looks at Alexander curiously, as if she were deciding that this human might not be so bad. Okay. Jetzt findet der Mensch gar nicht so Käse. Was bringt uns das? The nightingale sings her crystalline song in the boughs of the old tree. The nightingale looks at Alexander curiously, as though waiting for something. Okay. Hello, little nightingale. Of what do you sing? The nightingale only looks at Alexander curiously and continues to sing. Okay. Okay, ich weiß noch nicht genau, was mir das gebracht hat. Das sind Punkte gebracht? Scheinbar. Okay. Hast du da was Interessantes weggeschmissen? A large round pot is one of the pottery pieces on display outside the shops. Ich kann's nicht lassen. Alexander sorts through the odds and ends that the pawn shop owner dumped into the pot. Magic exploding gum wrappers, a shattered crystal ball, a cracked wand, a fake thumb. Natürlich, ein falscher Daumen auf jeden Fall. Near the bottom, Alexander finds a little glass bottle labeled ink. Ah. It appears to be empty, but Alexander decides to take it anyway. You never know when a small bottle will come in handy. Okay, wir haben also eine Flasche gefunden, auf der Farbe steht, wobei nichts drin ist. Ja, wie gut, dass er einen Pinsel hat. Mit dem wir dann dementsprechend das machen können. Alles klar. Gut. Ich glaube, jetzt können wir das erste Mal die Insel verlassen. Ich glaube, jetzt können wir zum ersten Mal warpen. Was man mit der Nachtigall machen kann, weiß ich noch nicht ganz, aber muss ich auch nicht. So, speichern.
Warp 1. Alexander pulls out his magic map. So, da haben wir die Isle of the Secret Mountain. Fangen wir da oben an. Ich glaube, ist das nicht das auch... Bei irgendeinem ist das nicht bei Sacred Mountain, wo auch die Codeabfrage ist? Komm, fangen wir erstmal an. Alexander feels a strange pulling sensation. Das ist die Codeabfrage. Das ist sie. Scheiße. Alexander picks the flower and is startled by its hideously strong skunk-like odor. For a moment he can smell nothing else. Die ganze Wand, die ihr seht, also der ganze Berg, ist die Codeabfrage. Und ja, dafür braucht man definitiv das Handbuch. There's nothing of interest there. Ja doch, die Feder hätte ich gern. Alexander takes the feather. So. Bin sofort in einer Sekunde wieder da für euch. Geht schnell. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ging doch schnell. So. Deswegen dafür wollte ich nicht jetzt extra die Aufnahme unterbrechen. Das ging schnell. Wäre es so schön, es ist live. Aber ich glaube, damit habt ihr, glaube ich, nicht das größte Problem. So, ich habe kurz was erzählt zu der Codeabfrage. Also der ganze Berg ist sozusagen wirklich die großartige... Passend für morgen, ja, das ist sehr gut. Gucken wir mal, ob wir Japaner finden, die sich für KQ6 interessieren. Ja. Also wie gesagt, die ganze Codeabfrage ist komplex. Das ist ein Riesenrätsel von Symbole anklicken, über richtige Treppe anklicken. Ich hoffe mal, dass wir das in diesem Anführungszeichen ersten Stream noch nicht haben. Weil ich muss mir das mal selber nochmal durchlesen, wie das ging. Also ich hatte damals das Handbuch. Und ich habe ja gesagt, die KQ6 Collection habe ich ja tatsächlich. Also das ist ja nicht das Problem. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich weiß nur, dass das relativ lang war. Also irgendwie 4, 5 Rätsel sind das hintereinander. Und das ist tatsächlich die Codeabfrage. So, dann würde ich sagen, wir warpen einfach mal woanders hin. Das habe ich jetzt heute keine Lust zu. Alexander pulls out his magic map. So. Komm, nehmen wir das. Stimmt, da sind nur 4 drauf. Alexander feels a strange pulling gehen wir mal sensation. zur Insel der Wunder.
ich merke schon, das ist so ein verrücktes Land, oder was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das eine Muschel? Why aren't you asleep like the other oysters? Oh, I'm so weary, but I can't sleep. I have a terrible ache in my mouth. Ich glaube, ich kann mich erinnern. What's wrong with your mouth? No offense, but it hurts too much to talk. Alles klar, genau, der kann nicht pennen. Und ich glaube, du liest dem jetzt aus diesem tollen Buch vor. Ich glaube, so war das. Ich glaube, das ist irgend so ein Handbuch oder so. Instruction Manual. Erinnere ich mich noch richtig? If you're having trouble sleeping, perhaps you'd like me to read to you. Hey, that would be great. Cool Two gemacht. dulcimers raised to the degree of 40 half-dulcimers, divided into equal parts by the third of a cackle of grouse geese, put over the result of 10 fine mackles, albeit small fine mackles, stretched over the total of 53 1/8 bottles of wild beast lard. Da bin ich ja schon bei ein. Ach, das ist der Gag. Yields a gilded minnow of Ah, ich verstehe den Gag. 2,069 Das übersetze ich euch nicht by übrigens. 3,023 6/7 puns, not punts, as might be expected. This is not to say, however, in any sense whatsoever, that deviations in mean temperature of 5 or 6 dregs or so. Alexander sees nothing of interest on that part of the Doch. oyster. Indicate Mist. a fabrication or derivation sufficiently broad enough to exacerbate the conclusions uncovered in due course with regards to the dimensions, consistency, mass or thickness inherent will in die menial Perle. suckling grouse. Alexander Danke. makes a grab for the pearl. Hey, you fixed my mouth. It feels great. Ah, the little oyster drifts into peaceful slumber with the rest of his oyster friends. Gut, haben wir. Was ist das? Alexander picks up the object floating in the water. It appears to be a string of letters. They say, "Where are you going?" Alexander decides to keep the odd sentence, even though it is incomplete. Was? Wo gehst du hin? Das ist einfach so ein Blatt. Ja, hier ist Insel der Wunder, ist aber echt ganz merkwürdig. Ja, ich glaube, das ist hier abgearbeitet. Was sagt die Punktzahl? 37. Okay. So. Gehen wir nochmal weiter. Alexander hears someone coming. Okay. Was kommt denn jetzt? Zwerge? 5 fierce guards of the isle we be. Watch for a foreign man, said he, with ears and nose, tongue, hands, and eyes. Its nature cannot be disguised. If mad it be, then mad it dies. Ah, alles klar. Old Tom Troll, smell your smell. Do that which you do so well. Okay, etwas, was riechen kann. Colors of flame burst from the center of the incredibly Stinky flower, danke, and drip okay. onto its petals. The flower's appearance is as flamboyant as its smell. Klar, du kriegst die Blume. Alexander holds the flower of stench out to the gnome Also with 5 his Sachen müssen wir jumbo machen, okay. nose. So, das war... Troll I am, that's all I'll be. My nose knows all on land and sea.
A flower of stench has washed ashore. A flower 'tis all, and nothing more. Okay, er hält uns für eine Blume. Bist du? Listen, hark you, broken oar. Do your duty as you swore. With your ears, please tell us more. Okay, der hat Ohren. Nachtigall? Nachtigall, ne? Ja. Alexander winds the tin nightingale and plays it for the gnome with the monumental ears. Ach, deswegen vielleicht. Alles klar, deswegen die Nachtigall an der Nachtigall, damit wir den richtigen Ton haben. Ist das der Gag? A nose is not a way to spy. My ears cannot be told a lie. A nightingale is all there be. No man is near, and so say me. Ja, also er hat uns als Nachtigall identifiziert. So, was willst du? Geschmack. Ja, die Minze. Das ist klar, weil da hast du danach überhaupt keine Lust mehr. Klar. Alexander holds the mint out for the gnome with the gigantic mouth. Grumflump knows a tasty treat. It matters not what others bleat. No danger is this one so sweet. Das ist so süß, das ist so eine Minze, du Vogel. Trilly dilly, use your hands. Is it beast or is it man? Ja gut, klar. Klar. Ja, so Pfote. So, was haben wir denn als fünftes dann noch? Alexander holds Augen, the ne? rabbit foot out for the gnome with the huge hands. Die Farbflasche? Be all you mad? What aileth thee? A bunny can't trill merrily. A hare does not at all taste sweet. A rabbit here is all we greet. Old Bill Batter, never fatter. Vision can resolve this matter. Look you now and end this chatter. Ja gut. Gut, wir machen jetzt mal die Farbflasche. Alexander pours the contents of the empty-looking ink bottle over himself. Ah, tatsächlich. By all that's beauteous, fair, and sightly, 4 morons do I sleep with nightly. There's nothing there at all, I say. Enough of this. Let's now away. Okay, also das macht einen unsichtbar. Alles klar. Gut, haben wir. Rätsel gelöst. Alexander did it. He's fooled the guards. Ja, ist nicht so ganz uncool, ja. Alexander, aber das war jetzt auch nicht unbedingt das schwerste Rätsel. Gucken wir mal, was kommt denn noch so? Was bist du? Warte mal. Gehen wir mal in die andere Richtung. Na komm, und wieder runter. Schon wieder Sumpf, weiß ich noch nicht. Da kommt er bestimmt auch her, ne? Muss man daher. Ne. Okay. Was bist du? Wow. Hiya, gorgeous. Oh, what a luscious-looking hunk of flesh you are. Thank you, I guess. Who are you? How charming of you to pretend not to know.
I'm Black Widow, of course. The femme fatale of all femme fatales. Know what I mean? You know, I was just thinking it was time I found my 50th, another husband. It would be quite a horror, an honor to have me as a bride. Just look at my beautiful weaving. It's so light, so delicate. You'll never want to leave my little nest. It is a lovely web, but my heart is elsewhere, I'm afraid. Oh, drat! The loss is yours. I'm sure you'll change your mind once you consider the advantages. Bestimmt nicht so mitnehmen, ne? Alexander reaches out to grab the scrap of parchment. After my goods, are you? What a greedy little man you are. Alexander feels the sharp prick of the Black Widow's teeth. Then, a strange burning sensation. Okay, so einfach geht das natürlich nicht. Aber die schwarze Witwe hat Charme. Schönste fand ich die Femme Fatales der Femme Fatales, ja. That's what you get for preferring that old scrap of paper to me. Ja, habt ihr mal nicht so. Ich glaube, hier ist der dritte Tod, ne? Only. Next. Ich begrüße mal den Nighthawk, passend zum dritten Tod. So, okay, also das kann man nicht so machen. Okay, also. Spinne lassen wir erstmal Spinne sein. So. Was haben wir denn da? Ah! What do you think you're doing? I'm sorry. I didn't realize these books had an owner. I'm in need of a rare book. No owner? All books have owners, my good man. And this book owner, bookworm to you, wouldn't part with one of his books for anything. Isn't there something I can do for you to pay for the book? Let's see. Do you have an itinerant clause? No. What? No clauses at all, I'm afraid. As an exception, you always should. Die sind alle völlig fertig. Ja. Don't mind oxymoron and Oxymoron und Diphthong, they're natürlich. fairly limited grammatical principles, you know. Let's see. A marsh pig that does Texas? No. I'm afraid not. Natürlich, macht Steuern. dangling participle? I'm fresh out. A purple fiddle-whacker? No, I don't Realistische think so. Forderung. Sorry. An idiosyncrasy, perhaps? Und was? Afraid not. Ha! Then what good are you? Okay. Vermutlich können wir hier noch nichts machen. Was sagt unsere Punktierung? Okay. So, dann gucken wir uns die andere Ecke mal eben an. Und dann geht's gleich mal zum Insel des Biests. Dann haben wir alles gesehen. Was seid ihr? Milkweed thrives near the mucky swamp. Small bottles filled with milk grow on it like fruit. Milchflaschen? Natürlich. Klar. Ah, alles klar. Alles klar. Können wir mit euch quatschen? Hello. Aren't you a bunch of fine-looking young plants?
Apparently, the baby's tears haven't learned to talk yet. How did you manage to fall off the vine, Mr. Tomato? What do you think? I'm old. I'm rotten. Yeah, leave me alone. If you say so. After all, you're just gonna let me sit here and rot on this dry ground like everybody else, aren't you? Genau, lass mich in Ruhe verwesen. I don't know. I suppose... Ah, never mind. Just go away. Ah. Is that lettuce growing in the garden? It looks a little chilled. Why, it must be iceberg lettuce. Natürlich, Eisbergsalat, klar. Alles klar, der Gag funktioniert sogar in Deutsch. Alexander picks a head of iceberg lettuce. Ye gads! Is that cold? Good day, Snapdragons. The Snapdragons don't seem inclined to communicate with anyone. Natürlich, warum Greetings, auch? ladies. How charming you look today. The wallflowers are too shy to talk to Alexander. Natürlich, die sind so schüchtern. Klar, klar, klar. Okay. Excuse me, what land lies beyond? What land? Chessboard land, you knave. Natürlich. I see. And is Chessboard Land part of the Land of the Green Isles? It is the home of the red and white queens, rulers of the Isle of Wonder, fairest of the islands that owe loyalty to the king of the Land of the Green Isles. But perhaps not for long. What do you mean? What is the purpose of unity with the great king and queen dead? The princess is worth serving, but the feud with the other isles is strong. Okay. Kommen wir jetzt, jetzt kommen die Queens, klar, die Damen I sozusagen. must insist, Your Highness. I shall send a lump of coal to the Vizier and the Princess as a present for their wedding, and that's the end of it. And I suppose you'll leave me with only this stupid spoiled egg to send, Your Highness. I want to impress the new king and queen of the realm as much as you do. As queen of this island, I have every right to that lump of coal. Okay. Who isn't queen of this isle? The lump of coal is in my possession. Therefore, I shall do as I please with it. Besides, there's nothing wrong with that spoiled egg. The egg, though delightfully spoiled, is not nearly so valuable as the lump of coal, and you know it. Your Highness always got to carry the singing stone. It's not fair that you get the coal, too. That doesn't count. The singing stone was stolen by that horrid beast. I should get to keep the coal just because my stone was stolen. It wasn't your stone. It belonged to the Isle of Wonder treasury. Your Highness always thinks that everything is hers. Excuse me, my good man, but could you settle an argument for us? Gerne. Which of us should get to carry the coal and which the egg? Remember, white is the color of deserving truth and virtue. Quiet, Your Highness, and let him make up his own mind. I, for one, shall be more proper, and not even mention the fact that red is the color of love. I'm sorry, Your Majesties. I'm partial to both red and white, but I'm afraid that I don't know how to solve your problem. One of you will just have to be gracious and allow the other the lump of coal. What a ridiculously stupid idea. Quite ludicrous. He was a lot of help, wasn't he? Oh, yes. Obviously a man of high intelligence. Okay, ich glaube, ich kann zusammenfassen. Also, The es lump geht of darum, coal was sie goes so... much better with my gown anyway. Black and red are imperial colors. So, haben wir es jetzt?
Kann ich was erzählen? The Nein. silliest thing I ever heard. Red does not go with anything, being much too self-conscious. White is the perfect accompaniment to any color. So, darf ich jetzt? Darf ich, genau. Also, wir sind jetzt hier im Schachland, so bezeichne ich das einfach mal. Oder Schachbrettland. Das sind die Springer, logischerweise. Das waren die Damen. Und die haben sich jetzt darüber unterhalten, wer jetzt da ein Klumpen Kohle oder ja, ein, wie nenne ich es mal, was weiß ich, wie würden wir sagen, ein vergorenes Ei dem Paar, also Cassima und dem Visier schicken kann und waren jetzt diskutieren, ob das jetzt weiß oder rot kann und da sagte er, nein, ich bin auf der Seite von beiden und eigentlich muss einer zurückstellen oder was für eine dumme Idee und dann irgendwann nach 2 Minuten sagt, also was für eine super Idee und was für ein intelligenter und dann haben sie sich gerade noch gefetzt mit, ja, aber eigentlich rot ist korrespondiert besser zu schwarz und dies und das. Also weiß natürlich Farbe der Reinheit, rot Farbe der Liebe, bla 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 bla, Quassel. Ja, wichtig ist aber, wie schon das, was die hier gesagt haben, mit Zusammenhalt, macht ja keinen Sinn, wenn die Eltern gestorben sind und nur Cassima sich eigentlich um die Länder kümmert, dann denken sie lieber an sich selber sozusagen. Ja, das müssen wir ändern. Alexander picks up the Red Queen's scarf. So. Dann geht's jetzt mal zur Insel des Biests. Da waren wir noch nicht. Dann geht so langsam die Geschichte los, wie wir die einzelnen Rätsel lösen können. Ich sag's ja nochmal, es geht also darum, in dem Game, hilf allen. Das ist ganz einfach. Wenn wir das machen, machen wir alles richtig. So. So, dann mal die Karte nutzen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal alle Inseln betreten. Also die Codeabfrage, sage ich nochmal, ist bei der Insel der Heiligen Berge. Hier, das ist die ganze Codeabfrage. Die möchte ich heute nicht unbedingt machen. Weil ich glaube, die hat nicht viel Spaß gemacht. Deswegen möchte ich lieber in einer Session dann machen. Alexander feels a strange pulling sensation. So, dann gucken wir mal. Okay. Was bist du? There's an odd little creature dangling from that tree branch. Okay. The rocks are silent. The rocks are... Ja, weiß ich nicht. Hello, friend. Aren't you an odd-looking little fellow? I'm not odd-looking, you are. Oh, I'm sorry. I didn't realize you could speak. Speak not? Funny is, speech I am and nothing but. Okay. You speak strangely, friend. Strange, my speech is not. Eloquence I speak with. Ja, es But ist who eher are so you? Yoda-Englisch. And why are you here? Away I fly my home from. Lost I am therefore. Has my name too? Can you guess not? It's what I do this branch with, and the way I speak of. Hä? Das ist wirklich Yoda-Englisch. If you're lost, perhaps I can take you home. Take me home too? Think not I do. Know you I do not. Are you sure you don't want me to try to find your home? Trust you I do not. Stay here I will. Okay, du willst nicht woanders hin. Are you sure you... Trust. Okay. Er hat was verloren. Ist das der Gag? Du hast verloren? Und jetzt willst du wissen, wo? Alexander holds the sentence out to the creature.
This sentence seems in need of an ending. Perhaps you could finish it? Where are you going? Where are you going? Know what I do? Where are you going to? Like you, I do. Go I with you? Okay. Okay. Well, that was certainly interesting. It looks like Alexander now has a passenger. Ja, ich meine, gut, die Logik, die dahinter steckt, ist klar. Deswegen ja auch diese seltsame Sprache, weil er irgendwie nicht die Sätze abgeschlossen hat. Und wo machte da Sinn? Weil, ja, ich gehe mal davon aus, das Viech brauchen wir jetzt für den Bücherwurm. Gehe ich von aus. Für den Bigworm, für den Bookworm. Ja, gut. Ja. Okay, ich speichere nochmal, weil das war bestimmt nicht so falsch. So. Oh, das ist warm? A pond lies across the path. The water boils as if over some magical flame. Ja, klar, das ist klar. Was ist das denn da? An old abandoned hunter's lamp is hanging on one of Okay, the da müssen wir trees. hin. Alexander wonders who might have hunted in these dense woods. Okay, das wird wahrscheinlich eine dieser vielen Fallen sein. Von Charmier. Funktioniert das noch? Nein, ne? A puddle of green water would have little effect on that boiling pond. Okay, also es geht auf Zeit. Okay. 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 Ihr könnt euch vorstellen, was ich vorhab. Na komm. Na komm. Na komm, Alexander. Hä? Ja doch, stimmt, da muss er wieder zurück. So. Also. Wir müssen Alexander das schneller pulls machen. out his magic map. Du gehst hin. Ja, stimmt. Alexander feels a Genau, wir brauchen den, Achtung, Eisbergsalat. Dann können wir den wahrscheinlich da in die heiße Suppe reinwerfen. Müsste das Rätsel sein. Aber gut, ich wusste nicht mehr, dass es ein Timed Puzzle ist. Aber gut, ist egal. Das kriegen wir ja locker hin. Sowas gibt es ja in Monkey Island logischerweise auch. Ye gads! Is that cold? Na komm. Och, Alex. So, komm, gib Standgas. Ich will das Rätsel nicht nochmal wiederholen. Aber immerhin kriegt man noch eine zweite Chance. Früher, wenn man jetzt bei Sierra, hätte man Pech gehabt. Deswegen, es ist ein bisschen, das Spiel vergibt deutlich mehr. Alexander pulls out his magic map. Aber es ist schon, ne, dafür, dass wir jetzt schon ein paar Minuten zocken, man merkt schon, es ist lang. Alexander feels a strange pulling sensation. So, das machen wir jetzt mal eben fertig. Dann kriegen wir die Lampe. So. Dann machen wir auf jeden Fall das noch mit dem Bücherwurm. So, das müsste doch jetzt ganz sein. Ja. Ist es auch. Blip.
Hoping to cool down the boiling pond, Alexander throws in a head of iceberg lettuce. The pond's water slowly stops boiling, cooled by the ice. It still looks hot, but bearable. Okay. The denseness of the forest makes it... Ja, komm, geh doch erstmal rüber wahrscheinlich. Alexander decides to brave the steaming pond. Ouch! Ow! Ouch! The pond is no longer boiling, but it's hardly bathwater. Okay. Alexander takes the old hunter's lamp from the tree. So, haben wir. Was haben wir denn noch hier Schönes? As Alexander continues down the path, he gets the strange feeling that he's being watched. Come on over here and see what I'm doing with these flowers. Never mind that stone fella on top of the gate. He won't hurt you any. He's just there to scare you. Natürlich machen wir das. Weil, klar, das ist unser Freund Shamir. Und das wäre doch mit Sicherheit keine Falle, oder? Natürlich ist es eine Falle. Gotcha this time. Der Typ ist geil, ne? Tickets only. Next. That move was slightly erroneous. Okay, das kann man nicht so ganz übersetzen. Die Bewegung war nicht fallschnell genug oder so. Alexander sees nothing of... Doch, den Stein hätte ich gern. Das andere interessiert mich erstmal nicht. Alexander picks up the brick. So. Aber das ist interessant, was der alles für Wege dicht macht. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, der mag es nicht, ignoriert zu werden. That's odd. The gardener just disappeared. Ist komisch, ne? Als hätten wir sowas irgendwie erwartet. So. Deswegen, der hat auch dafür gesorgt, dass es hier total heiß ist. So. Einmal zurück. Alexander pulls out his magic map. So. Und nochmal zum Biest. Nee, Unsinn. Nee, das habe ich ja. Quatsch. Jetzt muss ich zum Bücherwurm. Ne? Ist doch richtig, genau. Alexander feels a strange pulling sensation. So. Dann gehen wir mal zu unserem freundlichen Bücherwurm. So. Do you have anything interesting yet? Ja, hab ich. A regular abnormality? Ich hab was. Let me see what I have. Ja, genau, ich hab was. Ein ganz seltsames Viech. I found this little fellow lost on another island. Coming home I am too. Ach, er gehört da sowieso hin. There you are, you naughty boy. I told you not to leave the island. Glad I am seeing you too. A most solemn celebration. So, you found my dangling participle. I suppose I'll have to give you something. Let's see now. Genau, wir wollten ein seltenes Buch wissen. Genau. Yes, sir.
Well, then none of these will do. They've been sitting in the sun far too long and must be well cooked by now. Okay. This one is Die sind alle far more seltsam. rare. A delicious little tidbit. Thanks. So, was haben wir da für ein schönes Buch? Alexander is carrying a book from the bargain table in the bookshop. Nee, das nicht. Das ist das Rare Book höchstwahrscheinlich. Alexander is carrying a rare book from the bookworm. The words in the binding are very faint. The something riddle book. Okay, irgendein Rätselbuch, aber es ist kaum irgendwas, was man großartig lesen kann. So, das heißt, wir haben aber auf jeden Fall was wir gleich dem Bücherkandidaten bringen müssen. So, jetzt machen wir die Spinne. Weil wir brauchen ja das Blatt. Alexander investigates the intricate spider's web in the corner. The spider who lives there is not amused. Alexander feels the tiny pinprick of the spider's bite and the slow burning of her poison. Okay, das war, was auch immer ich getan habe, war nicht gut. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, wir quatschen einfach mal mit ihr. Das hat ja gerade auch funktioniert. Man nennt sie nicht ohne Grund Witwe. Wow. Hiya, gorgeous. Oh, what a luscious-looking hunk of flesh you are. Thank you. Obwohl, das hatten wir ja gerade. Oh, drat! So, mal gucken. Hey, don't touch that thread! Ja, genau, dann kann man ja Papier greifen, ne? Alexander snatches the scrap of parchment, curious to see what's written on it. Love. Toll. The wind blows the scrap of paper from Alexander's hand, but he remembers what it said well enough. Ja. Toll. Love. Love is in the air. Exchanges. Bla 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 bla. So, dann würde ich sagen... Na komm. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zur Insel der Krone wieder. Und machen wir das lustige Spiel des Tauschsystems. Alexander pulls out his magic map. So. Alexander feels a strange pulling sensation. So, ich gucke gleich mal, wie lange wir schon aufgenommen haben. Und dann warte mal, das kann ich ja mal eben gerade mal gucken. Wir sind jetzt bei 1,48. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das eben noch fertig. So. Die Nachtigall brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. So, erstmal gehen wir erstmal in den Bücherladen. Das machen wir jetzt erstmal einfach. Das ist relativ einfach. Der kriegt erstmal das Rare Book. Hello, I will be right up. Now, what can I do for you? So, du kriegst erstmal das Rare Book. Dann habe ich schon mal das magische Buch.
Weiß noch nicht ganz, was mir das bringt, aber wenn ich es kriegen kann, nehme ich es auch. I found this rare book, and I thought of your offer. Very interesting. Oh, it is a wonderful riddle book. Riddles are much more marketable than spells these days. I guess people believe more in mirth than in magic. Here is the spell book you wanted, and a fair trade it is, I must say. Enjoy it. I certainly hope so. We shall see how rusty my spellcasting truly is. Ja, wir kennen deine Geschichte noch der Zauberei aus King's Quest 3. Oh, hat das Spaß gemacht. Alexander is carrying a book from the bookshop. The cover says, Ye Old Spell Book. Okay, ein altes Zauberbuch. Die Lampe, die wir haben, sieht gar nicht so aus wie eine typische Genie-Lampe. Überhaupt nicht. So. So, jetzt kriege ich, glaube ich, meinen Ring wieder, ne? Your candy dish is empty. I am sorry, sir, but I have no more mints. Somebody has eaten them all. Wer mag das wohl gewesen sein? Hat keine Minze mehr. I fear that is impossible. Without the ferry, I can no longer get imports from the other islands, and we do not grow mint extract on the Isle of the Crown. Oh, I hate not getting what I want. Tja, keine Minze mehr. So. Was kriege ich denn für die Perle? I found this large pearl. Might it be valuable enough to ransom back my family ring? I have never seen such a perfect pearl. Certainly you can have your ring back. Okay. Oh, I'm glad you didn't sell it. I'm a bit attached to it, I'm afraid. Of course you are. You would be cold-hearted if you felt any differently. I am happy to see a family heirloom back with its rightful owner. So. Dann hätte ich gern mal was für die Nachtigall. Ich vermute Would mal, you das ist mind if I erledigt. traded this in? Of course, Prince Alex. Please, choose something in exchange for the items on the counter. Alexander looks closely at the items on the counter to make his Nehmen wir das selection. nächste. Ja, das ist dann die Flöte. I'll take the flute. The flute? Very good, Prince Alex. May its music always be sweet. Feel free to trade it back at any time. Thank you. So. Alexander is standing on a sun... Was ist denn das für ein Schild da? Alexander doesn't remember that sign being on the wall. Nee, genau. He decides to take a closer look. It's a proclamation. It reads, Citizens rejoice, announcing the royal wedding and coronation of Wazir Abdul al-Hazred and Princess Cassima. For reasons of security, the wedding will not be open to the public. Long live the new king and queen of the Land of the Grünen Isles. Alexander feels his stomach turn at the thought of the dread event. If he doesn't do something soon, Cassima will be another man's wife. Das Interessante ist jetzt allerdings, wenn ich mal ein bisschen spoilen darf, ich meine, gut, wir vermuten, also wir, die wir jetzt nicht Alexander sind, vermuten ja, dass Al-Hazred vielleicht jetzt nicht der richtige Ehemann für sie wäre. Aus verschiedenen Gründen. Aber er hat ja eigentlich noch keinen richtigen Weg gefunden. Ne? Also, ist so ein bisschen, naja, ne? Aber gut. Es ist trotzdem ganz putzig. Good day again. How may I help you? Habe ich jetzt Mist gemacht?
Good day again. Ich glaube, ich habe Mist How gemacht. may I help you? Ich habe Mist gemacht. Ich kann euch ja noch was sagen. Ich habe ja ein bisschen hier, habe ich ja gesagt, ich habe ja ein paar Notizen, damit genau sowas nicht passiert. Egal, wir machen das mal eben schnell neu. Es gibt scheinbar doch was du in der richtigen Reihenfolge machen musst. Hey, don't... Alexander's... So. The wind. Egal, das haben wir fertig. Nee, weil wir haben nämlich das... Wir hätten eine Person treffen müssen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt wahnsinnig storyrelevant ist. Aber die haben wir nicht getroffen. Super! Also gibt es doch ein paar Sachen, die halt wieder... Ja, King's Quest sind. Aber ihr seht schon, es ist 10 Nummern humaner. Alexander pulls out his magic map. Und bis jetzt finde ich es auch ganz gut. Vor allem die Story ist so viel sinnvoller und passender. Also ich meine, das ist das, was Jane Jenson halt kann. Und gut. Also müssen wir... Alexander feels a strange pulling sensation. Also müssen wir erst zur Pfandleihe und dann in den Bücherladen. Gut, das kriegen wir aber hin. Ist ja noch nicht viel passiert. Deswegen, ich habe mir nämlich auch notiert, das kann ich euch auch sagen, damit ihr nicht immer ewig hin und her rennen, ab wann ich welche Gegenstände brauche. Und die habe ich mir zum Beispiel notiert, wenn wir uns an die Codeabfrage gehen für die Sacred Mountains, dann brauche ich die Tinderbox halt. Das Zündkästchen sozusagen. Okay, erst den. Also im Prinzip genau das gleiche, was wir gemacht haben. Nur in anderer Reihenfolge. Ist ja egal. Haben wir alles gesehen? Ist ja kein Thema. Ist ja noch nichts passiert. So. Dann kriegst du trotzdem die Perle und du kriegst gleich trotzdem die Nachtigall. Und dann gehen wir in den Bücherladen. Und dann speichere ich. So. Und dann sind wir noch ein Rätsel entfernt, aber das machen wir das nächste Mal vor der großartigen Codeabfrage. Ich bin mal gespannt, ob ich die überhaupt noch kann. Very good, Prince Alex. Thank you. Weil die steht nämlich kann ich euch sagen, in der offiziellen Lösung steht natürlich, weil ich weiß ja, dass es die Copy Protection ist, da steht der ganze Solve the Cliffs of Logic Puzzles. Natürlich. Natürlich. So. Hello. I will be right up. Now, what can I do for you? Ich glaube, das ist der Gag. An odd-looking man is reading in the stuffed chair. He wears a vest, balloon-style pants, and pointed shoes. There's something deliberately silly about the man, as though he were a performer of some sort. Ja, er liest ja auch das entsprechende Buch. Good day, sir. Is there anything you can tell me about the Land of the Green Isles? I'm sorry, but I have no time for idle conversation. I'm too worried about the princess. Okay, dann ist das, glaube ich, nicht unwichtig. Auf jeden Fall nicht für den Perfect Run. Alexander sees no use for that item there. Determined to learn more about the strange man's relationship with the princess, Alexander shows the man his insignia ring and formally introduces himself. I'm sorry to insist, but my name is Alexander of Daventry, and... I appreciate the offer of the ring, Alexander, but I'm afraid I'm already spoken. Daventry? Where have I heard of Daventry? Flying flit mice. You must be Prince Alexander. Cassima told me about you when she arrived home. How came you here? Why, by a ship now wrecked upon the sand. But you know Cassima?
She truly spoke of me? Yes, I saw her briefly when she first returned home. She mentioned a prince to me, Prince Alexander of Daventry. I'm afraid that was before she was told about her parents' deaths. You see, she arrived home a few weeks too late. The king and queen thought they'd never see her again. It is said they died of heartbreak. I'm afraid she's blamed herself. What a terrible homecoming. If we had only known. Terrible indeed, poor thing. Everyone in the kingdom seems to despair with her these days. The streets are silent. Where is she now? The princess is sequestered in mourning. It's a rather dated tradition, and not required, but the Wazir says she insisted out of respect. I see. You've yet to say who you are, and how you know the princess. I? Oh, pardon me. My name is Jallo. I am clown to the royal court, and have been since the marriage of Cassima's parents, King Caliphim and Queen Alaria. Oh, those were the happy days. The pair of them were so full of joy and life, so in love. And Cassima's birth. It would be hard to explain how long they had waited, how they had hoped for a child. I mean, she was such a charming little thing, smart as a whip, kind and sweet. Oh, she means everything to this kingdom, Alexander, and to me. I'm so terribly worried about her. About her grief over her parents, you mean? Well, the truth is, I do not trust the Wazir or his plans for Cassima. I'm still living at the Castle of the Crown as court clown, his clown. But it is more to keep my ear to the ground than out of loyalty. I wish I knew what the princess thinks these days. If only I could find Sing Sing, Cassima's pet nightingale. I might be able to send the princess a message. As it is, I must wait for the end of her seclusion. What can you tell me about the Wazir? The Wazir? Now there's a dangerous subject. His name is Abdul Al-Hazred. He came to the kingdom 15 years ago. The king was fascinated by his knowledge and his fine-sounding ideas. It didn't take long for Al-Hazred to convince the king to trust him with the minor problems of daily government. You see, Caliphim had a wife and a new daughter he wanted to spend time with. Al-Hazred became Wazir. And now? Well, he's had his eye on Cassima ever since she was a young girl. And she is the only thing between him and the throne. Do you think he means to harm her? Oh, I honestly don't know. I think he'd rather keep her as wife. But whatever his plans for the princess, he will use her to his best advantage. That's his way. Perhaps he has charmed her. Perhaps she cares for him now. The Wazir is capable of anything. And Cassima must be vulnerable and lonely right now. Still, she has always instinctively distrusted him. Cassima has a good head on her shoulders. I'd be surprised if she's truly fallen for his words of love. Now I must return to the castle. Look, I don't want to arouse suspicion. I'll try to meet you here again later. Thank you for the information, Jallo. Be very careful. Das war wichtig, Story. Alles klar. Also das ist ganz wichtig für den 100% Run. Weil ich glaube, dann hat man den jetzt nämlich so auf seine Seite gezogen. Also was Jallo, der Hofnarre, sag ich mal, einfach erzählt hat. Also er kennt schon Cassima seit Kindesbeinen. Und wie schon gesagt, traut dem Visier eigentlich überhaupt nicht. Und ja. Ne? Und der Visier kam vor 15 Jahren dahin. Wir haben jetzt auch sozusagen die Namen der Eltern von Cassima. Und das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Das machen wir übrigens bei King's Quest 7 auch nochmal. Da kriegen wir auch nochmal andere Eltern vorgestellt. Dann haben wir sozusagen den kompletten Stammbaum. Den habe ich übrigens, den werde ich dann auch dementsprechend in die Beschreibung oder so hangen. Also falls ihr da seht, da ist nicht nur die Anzahl der Tode, die Zeiten, die Region, der Held, der Bösewicht, sondern da ist auch sowas wie Stammbaum. Ich habe noch andere Hinweise gekriegt, was als nächstes da auch nochmal dran ist. Und zwar, wann die Aufnahme war, wie lang der ganze komplette Marathon war. Das wird dann bei Marathon 3 sein. Da könnt ihr euch dann auch nochmal drauf freuen. Da kommen auch noch ein paar Veränderungen. So, das haben wir. Super. Cool. Das war ganz wichtig für den Run. Weil sonst kommst du nämlich da gar nicht klar. Weil das fehlt nämlich dann. Aber das Schöne, hast du nur eine einzige Chance. Das ist ja wieder... I found this rare book.
Here is... Das ist ja wieder so typisch, ey. Das war wieder so typisch Roberta Williams. Alexander. Du hast deine Chance nicht genutzt, Pech gehabt. Weil wenn du nämlich da den Ring nicht hast, wie wir es ja am Anfang da hatten, wie willst du ihm deinen Ring zeigen, den du nicht hast? So, dann kann ich jetzt, oder beziehungsweise das mache ich jetzt eben in der Aufnahme noch, dass ich eben ein bisschen was vorbaue. Und bevor jetzt, ich habe ja gesagt, dass die Codeabfrage kommt, gibt es ein einziges Rätsel noch. Da führe ich uns jetzt noch eben hin. Es geht zur Insel der Wunder. Das ist dann halt das, was vor der Codeabfrage passiert. Na komm, geh rein. So, da bringe ich uns noch hin. Dann zeige ich mir jetzt selber in dem Video, wie viele Punkte ich hier habe. Also ihr könnt ja noch mal spekulieren, wie es diesmal abläuft. Nachdem wir ja King's Quest 4 und 5 im 100% Run gemacht haben. Was ich davon ausgehe, das nächste wird garantiert nicht so. Also ich glaube nicht, dass King's Quest 6 100% wird. Aber vielleicht muss ich es ja machen für den Perfect Run. Das weiß ich gar nicht. Ob man da tatsächlich alles machen muss. Insel der Wunder. So, Alexander feels a strange pulling sensation. So, komm. Dann wird gespeichert, beziehungsweise gucke ich eben kurz auf meine Punkte und dann wird gespeichert. Und dann haben wir es für Teil 1. 69. Was ist, wenn ich euch sage... Das ist doch ein Witz, oder? Ich speichere mal eben. Ich mache mal eben kurz einen Punkt. Ich gucke mal eben kurz. Ich nenne das mal Speicher. So, warte mal. Weil, wenn ich euch nämlich sage, wir sind auf keinen 100% Run. Ich will mal was gucken. So, ich vergleiche jetzt mal die Punkte. So, 59. Alter, willst du mich verkackeiern? Alexander is carrying a rare book from the bookworm. Willst du mich verkackeiern? Ey, du willst mich doch verkackeiern. Sierra, ne? Willst du mich verkackeiern? Alexander opens the rare book and looks inside. The book contains riddles and has a page missing. Alexander glances at a few of the conundrums, but finds himself more curious about the one that is missing. What was the riddle, he wonders? More importantly, what was the answer? Alter. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, oder? Das war's. Alter! Wir haben das... Es ist doch... Das glaubt doch keiner. Die haben das vermasselt. Alexander... So. Alter, wir haben das schon wieder vermasselt. Ja, das glaubt doch keiner. The wind
Das glaubt dir doch keiner. Weil wir das Buch nicht geöffnet haben, fehlte uns die Info. Alter. Sierra. Egal. Wir wissen es ja jetzt, wie es geht. Nochmal zu Krone. Alexander feels a strain. Das machen wir jetzt. Ich weiß, jetzt fühlt ihr euch wahrscheinlich total verarscht, aber... Ja, die trollen mich tatsächlich. Also, ich meine, es ist nichts Schlimmes, aber ich will mir, und das meine ich jetzt wirklich so, ich will mir, wenn wir den... Also wir machen ja sozusagen, habe ich ja gesagt, wir machen einmal den Run, den ich nicht kenne. Den machen wir. Und den Perfect Run. Und ich weiß nicht, ob für den Perfect Run solche Sachen schief gehen, weil dass du zum Beispiel mit dem Hofnarren hier nicht gesprochen hast, das kann ich euch sagen, natürlich funktioniert dann kein Perfect Run mehr. Weil das gehört ja zur Story. Und ich weiß nicht, ob man jetzt wissen muss, dass da eine Seite fehlt. Keine Ahnung. Bah. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte eigentlich, das Game wäre leichter als die anderen. Da muss ich schon sagen, haben wir schon zweimal, oder beziehungsweise ich zweimal schon, bin schon voll in die Falle gerannt. Das heißt jetzt für die Leute, die jetzt wieder rumnörgeln, man spielt ein Spiel, was ihr schon kennt. Ja, wie gesagt, es wird auch mal Let's Plays geben von Games, die ich nicht kenne. Das habe ich auch schon mal gesagt. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, so ist es nicht. Ich werde aber jetzt dementsprechend so machen, dass ich so nicht, dass wir jetzt alle 2 Minuten nachgucken, das möchte ich nicht. Aber wenn wir jetzt theoretisch wirklich die Insel für Insel wechseln, dass ich dann gucke, dass wir die Punktierung haben. Auf jeden Fall so lange, bis wir die Perfect-Geschichte haben müssen. Ne? Weil bei dem einen ist es dann wurscht. Das ist ja kein Thema. Aber das mache ich jetzt einmal. Hello. Da kann man auch die Zeit vergeuden. So, ich mache das jetzt genauso wie beim letzten Mal. Ich mache das Buch gleich. Ich quatsche jetzt erstmal mit ihm. Dann wechsle ich das Buch. Good days. Determined. I'm sorry. Why? Yes, yes. So. Und dann macht es auch gleich Sinn, wenn ich mir das Poster angucke oder beziehungsweise die Proklamation. Dann macht es auch Sinn, dass er die Hochzeit verhindern will. Dann macht das nämlich tatsächlich Sinn. So, und ich notiere mir mal, dass das ganz wichtig ist für den Stammbaum. Hier sind die Namen. Boah. Thank you. Also ich weiß es nicht, also für die Leute, die das Game in- und auswendig kennen, die können mir ja sagen, was tatsächlich nötig ist für den richtigen, also Perfect Run. Aber da ich, wie schon als Sierra ja kenne, weil Sierra ja immer Sierra ist, das habe ich schon gerade gemacht, das wollte ich nicht. The book. What? Aber stimmt, du gibst ja das Buch ab. Und du fragst dich, warum deine Seite rausgerissen ist. I found this rare book, and Weil irgendeine Seite solltest du nicht kennenlernen. Here is this. So, jetzt will ich aber auch das öffnen. Magic Paint Spell, Cup of Swamp Ooze, River Styx Water, Black Horse Feather. Okay. Eine Tasse, Schlamm vom River Styx, also das heißt, das ist das Reich der Toten, brauchen wir das Wasser und eine Feder eines schwarzen Pferdes. So, genau. Schütte das Styx Wasser in den Schlamm, in die Tasse, rühre es um mit der Pferdefeder und lege es auf eine
ja, leere Oberfläche mit einem, ja, Artist Brush, mit einem Pinsel. Und dann dann spricht die Inkarnation über das Bild, um es zu materialisieren. Okay, das ist der Magic Paint Spell. Inkarnation, Magic Paint, black as ink, bring to life what I think, make it real, what I draw, according to the spoken law. Und das alles? Speaking the incantation. Okay. Haben wir noch eine andere Seite? Da, siehst du, da kannst du mir auch umblättern. This is the first page. Ja, schön. Und wie komme ich an die andere? Ah, so. Make rain spell. Through drops salt of water. Salzwasser, aber nicht aus dem Ozean. Eine Fiole heiliges Wasser. Fallendes Wasser, weiß ich jetzt nicht. Mixe Salz und heiliges Wasser in einer Teetasse und dann fügt dieses fallende Wasser, was auch immer er meint, keine Ahnung, wahrscheinlich von was weiß ich, irgendwie von so einem Wasserfall oder so. Dann spricht die Inkarnation über die Teetasse, um zu zaubern. Erhitze das, um es zu aktivieren. Clouds of Thunder, Shafts of Light, oder machen wir es Englisch. Clouds of Thunder, Shafts of Light, come and sup with me tonight. Waters free have I for tea, brew a tempest now for me. Was haben wir denn noch? Charming Creature of Night Spell. Ein Kopf voll heißen Oak Embers. Eichen. Ein Bit of Sulfur, also genau Schwefel. A Strand of Pure-Hearted May. Okay, ein Streif von einer Pure-Hearted Jungfrau. Wahrscheinlich die wir da gesehen haben, die von der Stiefmutter da. Dann füge das Herz und den Brimstone in den Kopf. Genau, vor der Kreatur. Und dann spricht die Inkarnation. Oder spricht den Spruch. Creature of night, to me succumb, fire and brimstone, leave thee mump. Purify bind thee, like a chain, to do with e, now ordain. Okay, schön. Okay, also 3 Sprüche haben wir. Wird es bei den 3 Sprüchen bleiben? Ich weiß es nicht. So. Jetzt haben wir da schon mal reingeguckt. So, was sagt die Score? Die Score sagt... Jetzt sind wir richtig. Gott, jetzt kann ich zur Insel der Wunder gehen, speichern und sagen, ihr wart dabei, wie ich schon wieder geloost habe. Ich werde euch jetzt gleich noch nach der Aufnahme, werde ich euch noch ein bisschen was erzählen, was so ungefähr noch kommt. Das mache ich aber nicht in der Aufnahme. Das seht ihr dann schon in der nächsten Folge. Weil ich will nämlich mal gucken, bis wann der Cut kommt. Wann ich mich entscheiden muss. Das wollte ich mir gleich mal eben angucken noch. Also ihr wollt ja, dass ich zuerst den Perfect Run mache, aber das tue ich nicht. Wir machen den Perfect Run zum Schluss. Das macht ja auch irgendwie Sinn als Happy End. Ihr seid da manchmal ein bisschen seltsam da draußen, aber da muss ich einfach auch mal meine Autorität durchsetzen. Die ich zu Hause nicht habe, aber die ich hoffentlich hier im Stream habe. So, jetzt ist es raus. Isle of the Beast, genau, da muss ich hin. Nee, Quatsch, Isle of Wonders, was erzähle ich denn? Da muss Alexander feels a strain. Da muss ich hin, genau. So, dann kann ich speichern. So, dann danke ich schon dem Lackerlaff, dem Heretical Lords, dem Nighthawk, dem Syski und die Leute, die unsichtbar im Chat waren. So, dann speichere ich. War eigentlich ganz okay, bis jetzt auf die letzten Sachen. Muss ich halt ein bisschen mehr drauf achten. Naja gut, ist halt Sierra. Ich vergesse das manchmal immer. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und dann sehen wir uns in Folge 2 wieder. Bis dann. 2 Stunden 20 haben wir fast geschafft.